So Leute, ein paar Eindrücke, die ich immer unbedingt teilen will. Ehrlich, töten oder getötet werden, das Thema habe ich jetzt immer und immer wieder hier im Amazonas. Und gerade liegt hier vor mir eine Schildkröte, von denen ich ehrlich gesagt glaube, die haben mir so richtig die Arschkarte gezogen im Amazonas. Also nicht nur, dass sie einfach Futter sind, sondern auch, wie sie am Leben gehalten werden, bis sie dann getötet werden, um gegessen zu werden. Aber solch eine große Schildkröte wie diese habe ich nie zuvor vor mir gehabt. Und nie zuvor so tief in die Augen gesehen. Ich finde es so gruselig, sowas zu essen. Da ist so viel Seele drin, da ist so viel Wärme drin und ich erkenne auch in dieser Schildkröte Intelligenz. Aber bitte, macht euch einen eigenen Eindruck. Ja, wow, das mit dem vielen Töten und so. Ist ein Prozess. Ist ein Prozess, ja. Dabei sind hier auch so viele Mücken und Bios. Davon würde ich gern viel mehr töten, aber die lassen sich gar nicht so leicht kriegen. Mit dem Kajak durch den Amazonas. Hey Leute, ich bin Matti. Und weil ich heute sowieso die ganze Zeit am Laufen bin, auch diese Strecke gerne nochmal nur für euch, um etwas zu besichtigen. Einen wirklich schönen, seltenen Vogel, den die Leute hier haben verscheuchen wollen. Ich habe darum bat, ihn noch 5 Minuten hier zu lassen. Ja, dabei geht es nicht gerade um einen von den coolen Dudes oder einen von den ganzen coolen Dudes. Nein, es geht um den hier. Wow! Okay, amigo. Mais, mais. Gehst du Mais? Gehst du Mais? Magst du mehr, Kumpel? Hi. Na du? Guck, er sieht mich wirklich an. Das ist die Wärme, von der ich rede. Seht in die Augen. Wärme und Intelligenz, das ist Verständnis. Tiere sind nicht dumm, sie sind einfach. Aber sie, wie warm, wie lebendig. Wow. So strecke ich mich hier, völlig durchgeschwitzt vom Laufen. Und nicht nur die kleine Strecke, waren einige mehr. Und einige Gründe zu laufen, aber dazu ein andermal mehr. Obrigado. Da. Wow, ey. Mais. Dois mais. Seht nur, wie friedlich er ist, ey. So liebevolle, warme Augen. Diese Tiere können nicht böse sein, nur wenn man ihnen zu nahe kommt. Komm, einen kriegst du jetzt noch, dann ist Schluss hier. Ich will mal ausschwitzen. No, mais. No. No, tá bom, tá bom. Ich denke nämlich, er hat genug gefressen. Jetzt bin ich viel mehr darauf gespannt, auf sein Verhalten, wenn er nichts von mir bekommt, nicht seinen Willen bekommt. Guck mal, Tiere sind wie Kinder, ey. Jetzt wird er wild. Ich sag's euch, das steckt in uns ganz genauso. In jedem einzelnen Erwachsenen. Dieses Drama um ich will mehr.
Ich habe nochmal ein Nachwort für diese Situation gerade mit dem, wie sagen wir in Deutsch, Tukuna. Tukuna? Oh mein Gott. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gerade nicht so griffbereit mit den so vielen Wörtern, so viele Wörter. Portugiesisch, Deutsch auch alles neue Wörter. Kenne die ganzen Syrien, ich lerne die auch gerade. Naja. Das ist, was ich denke über das Füttern. Das sehe, welche Abhängigkeit man schafft. Das Tier wird ruhig und zutraulich, weil es lernt, dass ich es füttere. Wenn ich es dann aber nicht mehr füttere, wird es ungeduldig und gereizt und unruhig. Wenn ich aber ein Tier von Anfang an nicht füttere und eine Verbindung mit ihm oder ihr herstellen kann, ganz ohne dabei es zu locken, irgendwie zu verarschen, dann entsteht eine ehrliche Bindung, eine Vertrauensbindung, die auf Liebe basiert und nicht auf Begierde. Da steckt Tiefgründigkeit drin, für jeden von uns. Ein Böller. Aber die Böller, so viel kann ich euch sagen, die haben es ordentlich in sich hier. Also so richtig ordentlich. Das sind Waffen. Sie nennen sie auch Bomber. Boom. Boom. Here comes it. Boom. Wie super schräg sich das anfühlt. Echt, die Leute haben sowas noch nicht mal gesehen, was ich in der Hand habe. Nur im Internet. Gestern wollte ich mich mit dem WLAN woanders einloggen. Derjenige wusste gar nichts mit meiner Tastatur anzufangen. Er wusste nicht mal, wo zu schreiben. Also hat die Tastatur gar nicht als das erkannt. Hier übrigens in den Häuschen gehe ich immer duschen und auf die Toilette. Ja, das hat sich damals so eingebürgert, als ich Probleme mit meinem Knie hatte. Da konnte ich nämlich weder in den Fluss gehen noch in den Dschungel gehen. Ich konnte nicht in die Kniebeuge. Und dann haben diese netten Menschen, wirklich super freundliche Menschen, mir ihre Tür geöffnet. Und seitdem behalte ich das so bei. Deshalb auch, ich bin hier nicht ganz am Ende des Dorfes und habe das Gefühl, ich bin bei einer der ärmsten Familien gelandet. Was einmal mehr interessant ist, dass es immer die armen Menschen sind, die so sehr bereit dazu sind zu teilen. Ja, sie teilen alles mit mir, was nicht viel ist. Aber das, was sie haben, das teilen sie mit mir. Super herrlich. Und die Toilette finde ich dann eben woanders. Und wie man hier sieht, Ayla wäscht gerade Wäsche. So, eine Waschmaschine gibt es hier draußen. Ayla. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist eine Katastrophe. Ein Papagei. Wie immer mal wieder. Langsam wird zur Regelmäßigkeit. Der Tod, ein ständiger Begleiter in der Wildnis, so aber überall im Leben. Guck, die Kleinen. No bom, né? No bom? O bom? Arara. Tja, Oskar. Willkommen in dieser Welt hier. Ei, Daniel, eu quebrei aqui, ó. Ja, oder? Was für schöne Vögel, wirklich. Deixa quebrar
Was für wunderschöne Vögel. Unglaublich. Also ich meine, so nah habe ich noch nie einen Vogel gesehen, so einen Vogel. Vor allem diese Vögel, aber sie sind für mich so, ich empfinde sie ein bisschen wie Götter, weißt du? Bon Appetit! Essen die denn jetzt wirklich? Mãe, o macho matou duas ao alto. O macho matou? Matou Que? duas. Aquele tio que mataram. E arara e comida? Aham. Sie? Es ist der 3. Morgen hier und ich konnte die Nacht fast gar nicht schlafen aufgrund von Schmerzen. Und meine Haut, die kratzt mich so stark, dass diese ganzen scheiß Insektenbisse, ich habe sie überall hier in meiner gesamten Intimregion, an den Armen, an den Beinen. Die sind so viel schlimmer noch, als Mücken je sein können oder diese Pius überhaupt sind. Sie erinnern mich so ein bisschen wie so Läuse, Grasläuse oder sowas. Es müssen ganz kleine Viecher sein, die über den Rasen an der Haut hochwandern und mich dann beißen. Und diese Stiche, die jucken über Tage hinweg, unentwegt, schwillen extrem an, sind rot, werden warm. Oh, es tut so weh, es macht mich fertig. Und ich weiß noch nicht recht, was ich da jetzt mache. Ich fühle mich gerade gar nicht bereit, da draußen in die Wildnis zu gehen mit diesen Schmerzen. Denke aber auch, hier zu bleiben heißt nur noch mehr davon zu kriegen. Ich werde heute hier mal im Dorf weiter nachfragen, ob irgendwer irgendeine Lösung hat. Ansonsten habe ich heute Nacht sehr im Kopf gehabt, ein Boot zu finden, das mich nach Santa Maria bringt, um dort in dieses Bootkrankenhaus dort zum Arzt zu gehen und mir dort irgendeine Salbe verschreiben zu lassen, die dagegen hilft. Denn was ich denke ist, dass es nicht nur diese Bisse und Stiche sind, sondern eine Überreaktion meiner Haut, weil sie das nicht kennt. Und dann ist es wie eine allergische Reaktion und entzündet sich dann so stark und reagiert so extrem. Also irgendwas muss ich machen, um dieses Problem zu lösen. Aber darüber hinaus habe ich eigentlich eine tolle Zeit. Ja, aber das erstmal ein Problem aus der Gegenwart hier in Villa Cachoeirinha. Oh mein Gott, es bleibt dann hier im Amazonas auch nichts versehrt. Echt egal wo, dann bist du hier in Sicherheit in so einem Dorf. Und auch hier gibt es wieder neue Insekten, die mich attackieren, verletzen und extrem stressen. Naja, mal gucken, welche Lösung ich für dieses Problem dann finden werde. Also, ich mal kurz mit euch zusammen noch aufstehen hier und euch einen Eindruck geben. Hab schön geschlafen jetzt, nachdem ich lange nicht geschlafen habe. Ich sitze hier mit meinem gesamten Sack und Pack im Nacken, im Rücken, hinter mir. Das ist, guckt euch mal diese ganzen Viecher an. Auf allem, wo irgendwie das Wasser, auch hier, seht ihr? Ja, und echt, die schlimmste Region, die will ich der Kamera gar nicht zeigen. Echt, das ist zwischen den Arschbacken und am Sack, neben dem Sack und, ja, wie sagt man dazu? Im Intimbereich. Und hier seht diese Viecher, da wo das Wasser so ein bisschen am Gammeln war.
Ja, ein Zeichen dafür, dass die sind noch nicht sauber. Das sind alles ihr Pion. Also, bis später. Mein kleiner flatternder Freund kam heute endlich um die Ecke. Ich habe jeden Tag und immer wieder an ihn gedacht. Und hier ist sie, die Kleine. Das ist die Sanftmütige, von der ich immer geredet habe. Sie ist so schön, knabbert mir am Ohr, aber tastet es nur langsam ab. Also es ist noch nicht mal so, dass es nur war, weil ich verletzt war und sie so sanft zu mir war, sondern ihre ganze Natur ist total sanftmütig. Was für ein wunderschöner Papagei, was für ein schönes Wesen. Das ist der tollste Papagei, der mir je begegnet ist. Du bist gut, Kleine, du bist gut. Hallo Schwesterchen! Pegamos o celular? Vó, tá pegando o celular? Valeu! Gustavo, olha aqui meu carro. Câmerazinha. Gracias a Deus. Graças a Deus. Tja, das ist mir auch neu, so die Mangos zu ernten. Ich hätte gedacht, die isst man erst dann, wenn sie auf den Boden gefallen sind und reif sind. Dabei ist mir schon öfter aufgefallen, dass die Kinder hier die wirklich festen Mangos und dann gerne auch mit Salz zusammen essen. Guckt euch das an. Der hat sogar eine Mango gespalten gerade. Pass auf, mit dem Katschi schießt er sie runter. Und wie wir uns vorstellen können, braucht es so einige Versuche. Aber ich habe gerade gesehen, er hat schnell runtergeschossen. Oh. Getroffen, 3 gleich, aber keiner ist runtergekommen. Echt, ist das schon ziemlich cool. Und du? Na, Dicker? Du dicker Stinker. Alles klar? Ach, guck mal. Die Augen. Die Augen. Karma. Karma, amigo. Karma. Karma. Ja. Ach, die Augen. Ich bin immer wieder so fasziniert, wenn ich diesen Tieren in die Augen sehe. Karma. Da. Sieh. Deren Wärme und Intelligenz sehe ich sowohl bei dem Schwein, als auch bei dem Boto, als auch bei der Schildkröte, wie auch bei den Tukan. Tucano, bei den Tukan. Sie alle haben diese Wärme und Gedanken in ihren Augen. Ein kleines Puppet. Ja? Medo? Sì, tá bom. Easy. E aí, ô Kleine, né? É, mais um. Daqui é o branquinho. Sim. Ele é o bom. branquinho, ele. Chuva. Muita chuva. Hey Christian, quanto minutos chuva? Rápido, eh? Sí, okay.
casa? Já parou. Tá bom. Já parou, já parou. Vai, Tiquinho, pode entrar. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Muito rápido a chuva, Sim. Sim. Vai, ela foi pra chuva ontem. Ok. Tschüss. Ich bin gerade durchgegangen, was bei meinem Zelt gerade, bei meinem Hammer jetzt nass wird und wegfliegt von dem Sturm. Ich glaube, eigentlich ist alles sicher. Mein Hammer hat es abgekriegt. Ist ein bisschen nass geworden. Ist jetzt hochgeschnallt und dann trocknet es wieder. Also, super easy going. Guckt euch das an. Weht hier auch schön rein. Super. Das ist gleich wieder trocken. Oder gleich wieder nass, je nachdem, wie sich der Regen so weiterentwickelt. Esta é a Gonda. Que? Baladeira. Baladeira? Como madeira? Não. Baladeira assim. Olha. Onde? Onde é Tucano? Não veio também, né? Ich sehe ihn überhaupt nicht. Sie wissen nur, dass hier irgendwo einer ist und versuchen ihn jetzt. Oh Scheiße. Ah. So viel zu den Ameisen. Ja, die wissen gar nicht, wo er ist. Die haben ihn nur hier irgendwo gesehen. Jetzt steckt er hier irgendwo in den Baumkronen und die schießen auf die Baumkronen, um herauszufinden, wo er ist. Mas Tucano comida não? Kann ruhig alles essen. Sim. Mas por que Tucano? É comida? Sim? Was frage ich überhaupt?
Na, guten Morgen da draußen. Hier bin ich jetzt echt am neuen Ort und die Tiere haben mich entsprechend begrüßt. Der Wachtmeister von gestern, der Hund also, hat gekläfft, hat gekläfft, bis ich rausgekommen bin, um sich dann kurz zu freuen, mir näher zu kommen, um dann mich doch kurz anzuknurren und wegzuspringen. Und seither liegt er da und sein anderer Kumpel, der irgendwie auch einen komischen Laut gemacht hat, aber doch ganz freundlich wirkte, unentwegt, setzte sich nur daneben. Da sind sie beide. Und guckte vor der Tür. Ach du, ein bisschen Schiss, aber freust dich auch. Ja, so nahm ich sie wahr. Jetzt geht die Kamera wieder. Ja, das ist ja aufregend mit dir hier. Mais funciona. E dois, três, morte. Tja, das wird ein eingeschränktes Film, wenn ich jetzt nicht nach Boa Vista fahre. Das steht gerade zur Frage. Geht's wieder zurück nach Boa Vista? Kaufe ich noch eine extra GoPro und neue Akkus? Kriege ich die Akkus repariert, indem ich sie trockne? Oder mache ich mit 2 Akkus und 2 fast kaputten Powerbanks weiter? Das wird eingeschränktes Material, aber man sagt mir immer wieder, ich filme viel zu viel. Von daher, mal sehen, wie es weitergeht. Onça. Nossa. Hinter mir liegt Villa Cachoeirinha und vor mir eine Fahrt in den Dschungel. Hey, gestern schon wollte ich euch mitnehmen auf dieser Tour, hatte viel Begleitung und dann ist das Handy, die GoPro abgekackt. 3 meiner 5 Akkus sind leider kaputt. Ich glaube, hier ungefähr hatten die Aufnahmen dann aufgehört, als dieser Fahrt kam. Vielleicht ging es aber noch ein bisschen länger. Hier hatte ich eine dicke Volkschaft. Hier bin ich einfach durch. Heute aber ehrlich besser gewappnet. Habe Schuhe an, habe Handschuhe an, habe eine Machete dabei, habe eine Regenhose an, habe eine eine Regenjacke an. Also bin gut ausgerüstet gegen die Vielzahl an Mücken, die mich dort jetzt erwartet. Aber nicht nur das, die schönste Natur überhaupt. Also diese Cashew-Bäume, also Pekanussbäume. Alter, sind die gewaltig. Okay, ich gehe mal währenddessen weiter. Los geht's. Und aber das wohl Größte, was ich da entdeckt habe und was mich jetzt wieder zurückzieht dort rein, sind Pfoten eines Jaguars. Die waren im Matsch. Hier ist der Jaguar unterwegs. Und den will ich jetzt finden. Darüber hinaus echt das Ganze nochmal ganz still und für mich alleine genießen. Diese gewaltigen Pflanzen. Dieses wunderschöne Grün. Was für eine Natur, ey. Ja, die Menschen hier können nicht fassen, dass ich das alleine mache. Deshalb wollten sie mich gestern nicht gehen lassen. Hier dann arbeiteten noch welche, die mir dann noch 2 mitgeschickt haben, die mir dann wiederum aber einen schönen Kurs auch gegeben haben, wie sieht die Kakaopflanze aus, welche Pflanzen sonst noch kommen hier unterwegs, die essbar sind. Aber dazu gleich dann mehr. Ich meine, Kakao habe ich fast alles abgesammelt und will das an einer anderen Stelle gerne nochmal für euch zeigen, wie so eine Pflanze aussieht, wie man die isst und so weiter. Also los geht's rein in die Wildnis. Hier fängt es jetzt an, mystischer zu werden. Und hier stellt sich bei mir auch schon so ein Gefühl ein, was ich so lieb. So ein Verlämmern auf der Haut, so ein kurz vor Gänsehaut.
die Sinne scharf werden. Ich um mich herum sehe, spüre, genau höre jede Bewegung, riech jede Veränderung wahrnehmen, wachsam bin und eigentlich nicht reden will. Wenn ich dann langsamer gehe, wedelt meine Machete hier so rum, weil ich meinen Kopf vor den Mücken schütze. Ich setze mir gleich die Kapuze auf. Wow. Alter. Oh. Die stechen nicht sogar durch die Jacke durch. Ist ja Wahnsinn. Ich setze mir die Kapuze auf, Leute. Scheiße, ich liebe das. Die Kapuze ist kacke, die Klamotten sind kacke, sie schützen zwar meine Haut, aber ich höre überhaupt nichts. Die sind zu laut, ich bin laut. Allein durch die Sachen. Da hinten kommt schon die größere Maniok Farm. Und dahinter kommt dann der Dschungel. Es ist ein Bild gleich, wartet mal ab. Das ist ein Bild da gleich. Wow. Kaju-Baum. Ivo had a kaju. Wow. Oh mein Gott. Alter. So scheiß gewaltig. Hier haben wir das. Hier haben wir die Kaju, die nehme ich nachher mit, diese knacke ich mal. Ist hohl, habe ich mir gedacht. Okay, mach ich mal. Das werde ich nicht hier machen. Digga, ich werde hier von den Mücken zerfressen, wenn ich kurz stehen bleibe, auch die Kamera zu halten. Meine Finger sind nur ein bisschen frei, aber die sind komplett zerpickt bereits. Alter! Hier, ey, das da hinten. Das ist es. Oh, dafür bin ich hier. Und hier hat er gestern die Tatze des Jaguars gefunden. Aua! Oh, die Mücken zerstechen meine Finger. Wer von euch kann mir sagen, was das für welche sind? Schreibt es mir in die Kommentare. Also, Alter, Druck von Mücken, Hitze, schwül, wow, bedrohliche Gegend. Wow, ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ja, ich fühle mich an einem Limit, an einem Stresslimit. Und das nur aufgrund von Mücken. Pilze. Leute, hier wo ich bin. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Pilze zu zeigen und Fragen zu stellen. Schön, vor mir finde ich gerade Bananen. Das ist ein guter Fund. Junge, frische Bananen. Das ist doch schön. Hinter mir befindet sich ein gewaltig großer Kaju-Baum. Mann, diese Mücken sind der Wahnsinn hier draußen. Stechen mir sogar durch meine Sachen durch. Regenjacke. Also ehrlich, ja, unglaublich. Naja, Pilze, hier sind sie. Keine Ahnung, ob das ein Pilz ist. Aber irgendwie sowas. Ich halte immer mal kurz drauf, ehrlich. Ich habe hier gar keine
gar keine Geduld, länger still zu sitzen, dann ist unglaublich was um mich herum an Mücken. Wow. Haut mir in die Kommentare. Wer weiß was dazu? Was ist für eine Pflanze? Welchen Nutzen trägt man daraus? Ich bin hier in einer Menschengegend. Das ist nicht wild. Es wird eine Nutzpflanze sein. Welche ist es? Was wisst ihr? Schreibt mir in die Kommentare. Kein Scheiß. Ich meine, so ein Dschungel ist ja bekannt dafür, dass man sich da schnell verirrt. In den Dschungel bin ich aber absichtlich auch gar nicht reingegangen. Doch, verirrt habe ich mich schon. Keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Aber ist doch egal. Ich gehe einfach außen rum und irgendwann werde ich schon erkennen. Aber hey, ehrlich, ich bin hier so berauscht von dem, was ich hier erlebe, dass ich gar nicht Acht drauf gebe, wo komme ich her. Macht es ja auch irgendwie spannend, oder? Sich so ein bisschen zu verlaufen und dann den Weg zu finden. Das ist auch toll. Nee, ehrlich, mag ich gern. Habe ich in Europa auch mal gemacht. In den Wald laufen, um mich zu verlaufen. So habe ich meine ersten Marathons gemacht. Ja, Pizza wieder. Also, bis später. Na, wie viele verschiedene Pilzarten habt ihr gezählt auf diesen kleinen Balken? Und wie oft müsst ihr es gucken dafür? Oh, ist das schön, ey, ist das schön. Alter. Okay, ja, Wahnsinn. Also habe mich hier ein bisschen verirrt. Was ja dann eigentlich einfach sein sollte, hier wieder rauszukommen. Muss ja noch außen gehen und den Weg finden, aber auch der Weg war ziemlich dicht. Dann dachte er aber nicht, stopp mal, da kam gleich so ein Riesenbaum. Kann also nicht so viele sein. So kommen wir wieder raus. Kurz aus dem Rausch wieder rauskommen, einen klaren Kopf gewinnen und sich sagen, dieser Baum da war, so glaube ich, der Baum, der gleich zu Beginn des Starts war. Also, da ist der Eingang. Und dann sieht man da auf diese schönen Bäume. Wow! Wow! Das ist echt wunderschön hier. Okay, mit dem Verirren habe ich so. Das war sicher nicht der Baum. Total dicht. Der da hinten ist es. Ich bin genau auf der ganz anderen Seite. Ganz und gar durch. Probiere ich. Habe noch ein bisschen Zeit, bis dann die Dunkelheit kommt. Dann ist dann wahrlich ein Abenteuer. Oh, wow, ey, ich mag den hier und hier alles kaputt hauen. Durchstreunern. Und dann habe ich einen Weg gefunden, für was der Weg hier wieder leichter zu passieren. Wo führe ich mich jetzt hin? Links oder rechts? Ich tippe mal auf. Ups, rechts. Naja, den Weg habe ich noch nicht wirklich gefunden. Wenn auch einen Weg. Aber meine Ruhe, die habe ich behalten.
Die ist da. Ich bin in Frieden, Leute. Und glücklich, mich hier am Rand des Dschungels verlaufen zu haben. Ein bisschen Spaß und Spannung. Ich würde sagen, ich bin zurück. Ja. Wow, ey, wirklich schön. Schön. Ich fühle mich wie, als wäre ich in der Sauna gewesen. Also, wie geil wäre das? Oh, jetzt ein schönes Eisbad zu haben. Oh, in wahren Müritz, in den Tiefwarnsee zu springen, zu dieser Zeit gerade. Oh Gott, muss das gut sein. Oh, tief in den Bauch atmen. Oh, 4, 5 tiefe, lange Atemzüge. Und wieder rauskommen und die Luft spüren. Frisch und kühl. Davon bin ich hier weit entfernt. Es ist warm und schwül. Oh, aber ey, Alter, ich bin fasziniert. Ich bin fasziniert von dieser Schönheit, von dieser Macht, von dieser Größe. Wow! Seht ihr die Mücken um mich herum? Dieser Baum. Was eine prächtige Mama das ist. Alter. Und hier haben wir Kakao. Oh. Jedoch haben wir diese schon gestern geerntet. Und so sehen sie dann aus, wenn sie leer sind. Da sind alle ab. Da ist die Kamera gestern abgekackt, Mann. Die haben mir so schön alles gezeigt. Es wäre ein Genuss gewesen für die Welt, sich das anzusehen. Aber naja, das kommt auch nochmal wieder. Das sind Arara-Federn. Arara. Also der Papagei hier, lange, zack. Dann hier der zweite. Das sind genau diese Papageien, die bei mir letztens, als ich telefonierte, im Hintergrund von den Kindern zu mir reingebracht wurden. Und die saßen hier oben, derjenige, der sie geschossen hat, hat hier hinten seine Farinha-Farm. Also saßen sie hier oben, saßen dicht beieinander. Was machen die Menschen hier? Erstens, um die Arara zu... warum schießen sie diese Vögel, diese prächtigen, majestätischen Vögel überhaupt? Sie essen sie. So einfach ist das. Die essen diese Vögel. Hier noch mehr dieser Federn. Aber was ich ziemlich gut finde hinter dem, dass da getötet wird, um zu essen, ist auch vor allem, wir wissen, dass die Papageien, die großen rot-blauen, sehr monogame Tiere sind. Sprich, sie bleiben ihr Leben lang zusammen. Und wenn sie einen Partner verlieren, dann leben sie alleine weiter. Also finden die Menschen hier, um den Arara zu schießen, eine Perspektive, bei der sie durch den einen durchschießen, um den anderen gleichzeitig zu töten. Denn ich fragte ganz überrascht, wie hast du den zweiten töten können? Wenn du den ersten getötet hast, der fliegt doch weg. Nein, nein, die suchen sich echt einen Winkel, wo sie wissen, ich schieße durch den einen durch und treffe auch den anderen. Ich töte 2 auf einen Streich. Entschuldigung, mein Bart ist ganz schwer. Viel Feuchtigkeit. Ja, so machen die das. Die töten doch echt die 2 Papageien zugleich. Probiert habe ich es leider noch nicht, auch wenn mir jeder sagt, es soll so gut schmecken. Sagen aber auch einige über das Krokodil, was ich so überhaupt nicht unterstreichen würde. So ein Mix aus Fisch und Fleisch. Für mich überhaupt nicht gut, ehrlich gesagt. Der Arara,
Tut mir so leid um diesen wunderschönen Vogel, den ich so eine göttliche Gestalt irgendwie gebe. Wie aber so vielen Lebewesen, ehrlich gesagt. Naja, töten oder getötet werden ist hier draußen. Aber es lässt sich auch alles optimieren. Man könnte viel mehr Früchte essen. Man könnte es viel mehr unterstützen. Man müsste nicht so viel Fleisch essen. Aber so ist die Welt, ne? So ist die Welt. Und hier irgendwie auch ein Gleichgewicht. Dieses Töten ist nicht übermäßig. Hier sind sau viele Araras und sau viele Fische, sau viele Kaimare, sau viel lebendes, potenzielles Essen. Willkommen zurück in Villa Cachoeira. Hier wird Farinha verarbeitet. Gucken wir gleich mal rauf. Das Maniok. Manioca. Oh, muito manioca. Mandioca, Ok. fazer uma farinha aqui pra nós. Ah, sim. Só vai farinha? Depois farinha, é? Sim. Isso. Sim. Só vai comer farinha? Sim. Torrada Massa ainda. torrada. De quê? Calma, ainda vamos torrar, vai pro forno. Ah, sim, sim. Aqui. Aqui a água. Sim, limpa. Sim. E que é? É o processo assim. Ah, aqui? É. Aí espreme mesmo, aí daí vem pra cá. Ah, e aqui? É. Passa aqui pra... É tirar ela daqui, bota aqui que se chama prensa. Tá. Aí prensa ela pra ela enxugar. Enxugou, Sim. aí vão peneirar pra jogar no forno e torrar. Ah, ok. Aí que vai virar farinha. Aí Tá ela bom. vai Vai virar farinha. Sim, muito bom, muito bom. É. Mas também é só pra comer. Sim. Oh, uau. Quando tá nesse processo, não é muito bom, não. É bom quando ela já tá no... Cadê? Achou a castanha? Achou fruta? Sim. Ah, o malhador tá pegando bodó agora. Foi. Ela vai curar na banda não. E aqui limpa Aqui é goma. a goma. É. Fazer beijo lá, olha. É. Ah, tá. É. Ele sai em forma tomar de o água. café. Ai, Agora deu. agora. Bora tirar com tudo. Puta que pariu. Eu aprendo novo palavra, puta. Aí eu sei. Um das mal zusammenzufassen, hey, soweit ich das denn verstehen konnte, kommt das Farinha an, wird zerkleinert, gemahlen, da dann nochmal getrennt. Ich glaube, man macht nochmal was Separates daraus. Er sagte fast mit Kaffee, aber ja, wenn ihr mehr wisst, schreibt mehr darüber. Ansonsten werde ich in folgenden Posts sicher nochmal mehr erzählen darüber. Dann wird es aber hier gepresst, halt die Flüssigkeit rausgepresst, um es dann hier reinzukippen und mit Feuer zu erwärmen. Und dann ist es Farinha. Eine wirklich harte, sehr feste Zutat, die die Zähne fordern, gesund halten und nahrhaft sind. Also, hier läuft es jetzt, ich will nicht weiter ablenken. Porque eles alcançarão misericórdia. Quem é pacificador? É quando você vê uma situação de briga, você chega lá e fala, não, você está socorrendo, não faz isso não. Mas se você não tem o perdão de Deus, você não entende. Wow. 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 Die Augen sind tot. Gut, ich habe keine Ahnung, wie sich dieser kleine große Fisch nennt. Wer weiß es? Schreibt es mir in die Kommentare. Also, schöne Grüße hier aus der Comunidade im Norden Brasiliens, nahe des Rio Brancos.
kurz vor dem Rio Negro. Geier, Hühner, Hunde, Hühner, Menschen, 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 Menschen. Ich, ein Fußballfeld und da ein Papagei. Ein wilder Papagei. Voilà. Warte mal. Brrr. 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 Hallo du. Ehrlich, ein Wort, das ich nicht häufig benutze, aber mit dieser Papageiendame so sehr viel. Ist das süß, oder? Mach mal. Brrr. Mein Mund ist ständig trocken. Schön hier, oder? Echt, ich war ja erst weiter da hinten, also gleich da vorne eigentlich. Aber da ist mir einfach zu viel Gewusel, da ist mir zu viel los und ich will kein Dach haben. Dann habe ich lieber so ein flaches Schutzdach, was ich ehrlich gesagt auch nur habe, weil die Vögel immer mal wieder, Mangostücke runterschmeißen oder auch ganze Mangos und ich mich davor dann schützen muss. Und zugegeben, der Regen kommt ganz schön um die Ecke geknallt. Auch dagegen bin ich geschützt und gewappnet für den Fall, dass es knallt in 0, nix und mir alles um die Ohren fliegt. Also, in diesem Sinne. Also, was haben wir hier? In den Sack einen guten Haufen Kakao. Die Kakaobohne, die schneidet man hier auf und dann isst man die einzelnen Stücken raus. Diese hingegen, die Kastania, also die Pekanuss, seht mal, die ist geformt wie eine Kokosnuss. Das ist eine starke Hülle, dann kommt noch eine zweite starke Haut und dann kommen die einzelnen Pekanüsse, die jeweils nochmal in solch ein Material dünn verpackt sind. Dann haben wir hier eine noch feste Mango, die durchaus genießbar ist, wenn man sie so isst und sie aber auch noch ein bisschen liegen lassen kann, dann wird sie gelb, weich und süß. Und die Kokosnüsse, die ich noch aus Santa Maria aufgehoben habe und hoffe, dass sie nicht verderben mit der Zeit, ehrlich gesagt. Da habe ich auch noch keinerlei Erfahrung. Werden Kokosnüsse eigentlich schlecht? Wie lange kann man sie so halten? Ich weiß nicht. Ich werde es herausfinden. Und dann gibt es noch das hier. Quasi ein Farn, wo man die Haut abmacht. Und wenn man dann die Haut abgemacht hat, das ist jetzt ganz schön mistig und will Wasser sehen, dann kann man das entweder in so einer Presse reindrehen und hier kommt richtig Saft raus. Oder eben auch einfach drauf rumkauen und der Saft kommt raus. Klasse Lebensmittel, total süß, zuckerhaltig, Energie. Fantastisch. Das war die Ernte des kleinen Trips in den Dschungel, als die Kamera leider ausgefallen ist. Akkus sind kaputt gegangen, 3 Stück. Gehen jetzt aber wieder. Ehrlich, ich würde hier gerne nochmal ankommen in Villa Cachoeirinha. Ich würde gerne nochmal Sakai besuchen und dafür mehr Zeit haben. Und vor allem würde ich gerne in den Rio Tapara, der kurz vor Santa Maria kommt. Das ist wirklich ein großartiger kleiner Fluss, der an den weißen Fluss grenzt, ein kleiner schwarzer Fluss. In vergangenen Tagen erwähnte ich ihn mal und sagte, wie schön es da sei. Da würde ich gerne rein. Das gibt so viele Gerüchte über genau diesen Ort und heißt
Da sind die großen Krokodile, da werden jeden Tag Jaguare gesehen, da sind aber auch die aggressiven Tiere. Das klingt nach Gefahr und Schönheit. Das klingt nach, da will ich noch mal hin. Come. É, pouco a pouco. Não, pouco. Primeiro assim. Não, mamãe, eu Forte ou forte? Tudo fraco. Sim? Tá bom. Não, é assim. Sim, certo. Nesse lado que eu tenho mais força. Sim. Tá? Assim, né? Vai, Tina, cá. Bom. Tá bom, agora. Tá? Tac. Pra trás e pra frente. Sim. Pega, mãe. Eu não consigo não, porque eu não tenho... Desligar um pouco do bota aqui. Mas agora. Ah, já tá filmando. Sim, muito bom. É forte ou forte? Aber, mas. Tchac. Não? É, devagar. Sim? Tá. É o pé de... Como onça. Rápido. Atrás desse. Assim. Ai, mas foi dois. Um. E. Sim. De novo. Sim. Mas. Não dá não, ele é... Não. Hã? Aqui. Trabalho. Trabalho. Pássaro. Não perigoso. Onça. Perigoso. Tá entendendo? Tá. Sim. Toma, onça. É, vai lá. Sim. Vai, Josi, vai. Outro braço. Olha. Forte aqui, não? Tá bom. Essa perna pra frente, outro. Boxeo é aqui. Não. Tá? Quer brigar com o cara? Relaxar aqui. É pra gente, E a gente tá só, Pra que? Vamos. Cadê o Renato? Não, tá. Tu tava olhando. Ele anda devagar, deixa ele. Vai, quer dar rosto? Tô brincando, eu gosto de você feia. E eu não quero ver tudo maluca, não. Muito bom. Não aqui, né? Por exemplo. Sim. Eleição. Eleição. Todo o tempo. Aqui eleição, aqui não. Forte. Forte. Eleição. Sim. Fica quieto. Eu vou também aqui, ó. Tá dando muita... Ó, olha como que eu jogo. Tem um bocado de rocha por aí, pro outro lado. A minha tia acordou. Olha, não tá escutando também.
Bom dia. Oi. Oi. Para. Lulha. Oi. Já tomou? A senhora já tomou? Fica lá assim do cachorro de madrugada, não consegue, só fica acordado. Vem, Julia. Mãe, mãe, uma já veio comigo, a outra foi. Não quero não, quero. Leva ela, leva ela. Das hier ist ein richtig wilder Papagei, der gerade mal nur vorbeigekommen ist, um hier ein bisschen Fressen zu erhaschen. Und ansonsten mit den Menschen nichts zu tun hat. Onde acharam isso? Man merkt auch Eu gleich que achei aqui em cima de casa. die Distanz, Pararam die anders duas. ist als mit den Weibchen dort hinten zum Beispiel. Dali de baixo. Cadê a dela? Dá pezinho, dá pezinho. Deixa eu levar eles pra eles. Tu vai dar pezinho nenhum. Aí na roça aqui, é? Não. Olha onde tá a outra. Eles já viram onde tá a outra? Oxe, não. Olha a outra onde tá. Cadê? Lá de baixo, que elas vêm lá de baixo direto. So? Oder? E a dentro vai. Vai faltar. Ui, foi embora. Hi dudes. Hi Leute, mitten in einer Kommunidade hier im Amazonas, während ich so, wow, wie auf Wolken meine Sachen packe und mich eigentlich nur darauf freue, hier mal wieder herzukommen, was ja dann nochmal auf meinem Weg liegt und inzwischen so viel Geiles passieren wird, packe ich so verträumt meine Sachen und sehe etwas an meinem Rucksack und denke, oh, willkommen im Amazonas, ey. Das hier wirklich, musst du so achtsam sein bei allem, was länger steht und man wieder anfasst. Okay, und jetzt an euch, liebe Leute in Deutschland und auf der Welt, wer immer mich hört und versteht. Was ist das für ein Frosch? Ist er giftig? Gibt es was zu beachten? Ich sehe, da hinten kommen auch Leute. Für mich gibt es auch gleich eine Antwort. Freue mich aber auch über jedes Kommentar, das Bescheid weiß und Wissen zu diesem kleinen Tierchen hier hat. Ups. Bom dia. Aqui. Perigoso ou não? Não. Não? Não, não. É sapo. Sape? Sapo. Perigoso não. Olha. Bom dia. Ein weiterer tierischer Freund, der sich zwischen meinen Sachen hier eingenistet hat. Wow, und auch ordentlich seine Spinnenweben ausgebreitet und auch schon kleine gekriegt hat. Gruselig, ne? Das ist ein bisschen gruselig, so eine Spinne. Da ist sie. Die sieht für mich giftig aus. Na, Leute, wisst ihr es? Giftig oder nicht? Was ist das für eine Spinne? Schreibt es mal in die Kommentare und klärt mich auf. Denn gerade kommt hier niemand vorbei, der mir dafür eine Antwort geben könnte. Und ich selber will diese kleine Spinne mit Vorsicht genießen. So wie alles Leben hier im Amazonas gilt es mit Vorsicht und Achtsamkeit zu genießen.
Ein weiterer Spinnengangster hier zwischen meinen Sachen. Alter, was hat sich da alles eingenistet? Und wieder die Frage raus. Was ist das für ein Dude? Oh, ein bisschen größer. Sieht irgendwie noch gruseliger aus. Und was wisst ihr darüber? Sieht aus wie, als hätte es ein Smiley auf dem Rücken. Hier. Guck, wie getarnt, Alter. Hopp, 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 hopp. Komm, verschwinde, verschwinde, verschwinde. Und geh hier bloß nicht wieder ran. Weg ist er. Sieh? Seht mal, so viel zum Töten, ey. Denn ich habe als Kind meinen Vogel den Hals umgedreht, weil meine Mutter mich bat, es zu tun, weil unsere Katze es diesen Vogel halblebendig vor die Tür gelegt hat. Das war meine erste und einzige Erfahrung mit dem Tod. Hier jedoch wird täglich und schon im Kindesalter getötet, zum Zeitvertreib. Und ich mache so ein Drama, weil ich einen Kalmar getötet habe. So unterschiedlich ist das, ne? Und dennoch, ich wünsche mir, dass es nicht leichter wird mit dem Töten. Und wünsche mir nicht so fahrlässig, leichtsinnig und nur zum Spaß zu morden. Okay? Karakari. A boa vista. Den haben sie nicht gekriegt. Ist das zum Kotzen, diese Scheißgetöte. Aber ich mische mich hier auch nicht ein. Ich bin Gast in dieser Welt. Und so verhalte ich mich auch. Ich würde sagen, das hier ist wohl mein Lieblingsort in dieser Comunidade. Und während ich hier sitze und alles beobachte und lausche, halt die Leute vorbeigehen sehe, die Menschen ihr Leben leben sehe, da denke ich immer wieder, echt, ey, wenn ich irgendwo leben wollen würde, dann an solchen Orten, wo man so einfache Arbeiten verrichtet, so sinnvolle, einfache Arbeiten. Es ist so ein einfaches und zugleich so sinnvolles, schönes Leben hier. Den Dschungel hinter dem Haus, den Fluss vor dem Haus, logisch, ein Haufen Insekten, aber ehrlich, wenn ich mir die Menschen hier angucke und sehe, wie sie gekleidet sind, dann sehe ich, die haben nicht die gleichen Probleme wie ich. Und ich bemerke an mir selber, wie ich Fortschritte mache und mich viel weniger stören lasse von den vielen Pio, Mukui und Mücken, die einen am laufenden Band stechen und beißen und das Blut aus einem raussaugen. Ja, sie sind überall und auch zu aller Zeit.
Die Mukui sitzen im Gras, krabbeln einen hoch, gehen dorthin, wo man sie am wenigsten haben möchte, beißen zu und es entzündet sich und dauert 3, 4, 5 Tage, bis es aufhört zu jucken. Die kleinste Berührung reicht aus. Pion, die kleinen Fleischfresser, sind von frühmorgens bis zum Sonnenuntergang unterwegs. Die Mücken kommen zum Sonnenuntergang und einige wenige auch am Tag. Ganz besonders viele dann, wenn es regnet. Dann suchen sie Unterschlupf unter den Dächern und dann geht es hier richtig ab. 2 Dinge meiner Meinung nach, die man hier machen kann, wenn es regnet, ist zum einen in den warmen Fluss gehen und zum anderen im kalten Regen spielen. Sich bewegen. Dann ist man geschützt. Oder in so ein sicheres Hammock, wie ich es habe, reingehen und einfach warten, bis es vorbei ist. Naja, aber ja, was ich eigentlich teilen will, ist, wie schön ich solche Orte finde, wo die Menschen miteinander so viel Zeit verbringen. Seht, die Kinder sind hier unterwegs, jeder kennt jeden beim Namen. Hier leben 89 Familien, knapp unter 1000 Menschen sind das. Und sie kennen sich echt alle beim Namen, ist das faszinierend? Und so viele kommen sich gegenseitig immer mal wieder besuchen. Das ist so oldschool, oder? Also wie cool ist das denn bitte? Das, was für eine schöne Gemeinschaft das hier ist. Was für ein Zusammenhalt, wie sich gegenseitig geholfen wird. Wenn die Menschen hier Essen brauchen, gehen sie entweder auf den Fluss und angeln oder holen ihre Netze rein. Oder nehmen sich ihr Gewehr und gehen in den Dschungel und jagen sich verschiedenste Tiere. Ich finde es mega. Und darüber hinaus, für die, die so gegen Fleisch sind, was ich ja auch zum Teil bin, ehrlich gesagt, gibt es ja auch noch viele Früchte. Und ich denke, hier könnte man noch viel mehr machen. Also ja, ehrlich, ich träum von einem Leben hier. Oder andernorts, wo es so ähnlich ist. Wo man so ein schönes kleines Holzhäuschen hat, einen kleinen Hof, den Dschungel dahinter, einen Fluss davor. Obst und Gemüse anbaut. Sich sein Fleisch selber jagt, seinen Fisch besorgt, ein kleines, bescheidenes Business aufbaut, mehr um was Nützliches zu tun, als um wirklich daraus Profit zu schlagen. Ja, ist wundervoll. Leute, ich finde es hier wundervoll, aber heute Nacht ist hier erstmal Abflug. Und dann geht es wieder nochmal neu auf eine neue Runde von Boa Vista. Hier wieder runter, wobei ich sollte gar nicht so weit nach vorne gehen. Erstmal geht es zurück nach Boa Vista, auf irgendwie auch Umwegen, weil es nach Caracaraí geht und dann von dort aus weiter nach Boa Vista. Letztes Mal, als ich das gemacht habe, war ich verletzt mit meinem Knie und Ellbogen von dem Spinnenbiss. Und dennoch lief es sehr gut alles. Dieses Mal hoffentlich läuft es wieder so gut und dieses Mal aber ganz ohne Einschränkungen und Schmerzen. Ein paar Tage in Boa Vista und dann diesen wunderprächtigen Fluss hier wieder runter. Oh mein Gott, Leute, da freue ich mich, was ich euch da noch alles zeigen kann. Dadurch, dass ich jetzt auch so ungefähr weiß, was halt hier auf mich zukommt in dieser Gegend. Das wird eine tolle Reise. Und wird sich lohnen, nochmal zu machen. Ich habe richtig Lust darauf. Ich habe auf nichts gerade mehr Lust, als diesen Trip, den ich gerade hinter mir habe, genauso nochmal zu machen. Nur anders und neu. Um dann noch einmal hier anzukommen, weitere Zeit hier zu verbringen. Nebenbei, mein Portugiesisch entwickelt sich so dermaßen gut hier. Also ich lerne hier so gut, das ist schon richtig herrlich. Und außer dass ich hier Portugiesisch lerne ich so viel mehr. Das und bei dieser Gelegenheit entschuldigt, denn es ist mir nicht möglich,
das alles auf Kamera festzuhalten. Ich bin völlig überfordert, hier Filme zu machen. Das ist totale Reizüberflutung hier. Lasst es mich lernen. Sowohl all die Dinge, die ich hier lerne, als auch das mit den Filmen. Und dann wird es leichter und leichter und leichter für mich, das mit euch zu teilen. Also es gibt hier nochmal eine neue Runde für mich und dann werde ich weitere Highlights und außergewöhnliche Ereignisse dieses Ortes mit euch teilen. Also ich will euch mal zeigen, was ich von meinem Lieblingsplatz aus so immer beobachte und mir ansehe. Wobei auch das irgendwie super gefiltert ist und echt nicht so rüberkommen kann wie das, was ich hier wahrlich wahrnehmen, sehe, beobachte und erfahre. Aber besser ein kleiner Eindruck als gar kein Eindruck. In diesem Sinne, alles Gute. Bis dann. Besser ein kleiner Eindruck als kein Eindruck. Na, kleiner? Ja. Miseria aqui? Jamal. So, hier geht es jetzt rauszukommen und dann noch ein paar Meter weiter zu paddeln und mein Kajak auf das Boot zu laden. Und mir dann noch irgendwo eine Hängematte zu besorgen, denn meine Hängematte ist viel zu groß für das kleine Boot. Das sollte aber kein Problem sein, denn ehrlich, ich kenne die Hälfte des Bootes. Ich kenne den Fahrer und fast alle Passagiere. Ist schon krass, ne? Dabei halte ich mich in dieser Comunidad, die bis da hinten geht, eigentlich nur in diesem Bereich hier vorne auf und bin einige Male durchgegangen und habe es ehrlich genossen, zugegeben. Vor allem, als ich hier angekommen bin in der Silvesternacht. Wow, war das schön, ey. Also, ja, bin ich froh, dass ich die Kamera nicht angemacht habe, weil ich es erlebt habe, wie ich es erlebt habe. Und bin auch ein bisschen traurig, dass ich die Kamera nicht angemacht habe, weil das hätte ich gern geteilt. Es war kurz nach einem Ungewitter und wir waren überall Pfützen. Alles stand unter Wasser. Die Kinder haben gespielt in dem Wasser, sind da reingesprungen, sind mit den Fahrrädern durchgeballert, durchgelaufen, haben sich alle gefreut, auch die Erwachsenen. Super ausgelassene, schöne Stimmung, schönes Licht und so viele Papageien und andere bunte Vögel, die jetzt zu dieser Zeit, kurz vor Sonnenuntergang, hier zu Besuch kommen und in den Bäumen sitzen, um zu schlafen. Was meiner Meinung nach nicht die beste Idee ist. Eigentlich weiß ich gar nicht, warum machen sie das eigentlich. Denn sie werden von den Kindern ja abgeschossen hier danach. Ja. Auf der anderen Seite werden sie hier entsprechend Fressen auch finden. Also, naja. Das ist eben alles so, wie es ist. Also, los geht's. Ich packe mein Kajak, räume mir den Weg hier ein bisschen frei und dann falle ich da runter und belade das Boot mit meinem Boot. Oh je, während ich hier so auf meinem Boot wieder sitze und auf dem Fluss. Ich liebe es und kann es kaum abwarten, in Boa Vista anzukommen, um dort wieder aufzubrechen, um wieder auf diesen geilen Fluss rumzupaddeln. Wow. Das ist ein schöner Ort. Ja, hier vor mir Vovozela. Vovozela 2. Damit geht's nach Caracarí und dann mit dem Auto wieder weiter nach Boa Vista. Super cool.
So, für jetzt reicht das. Der Rest kommt dann später. Ich besorge mir erstmal eine Hängematte. Gesucht gefunden? Okay. So Leute, und wieder bin ich hier an der Grenze, zurück ins ärmere Viertel, die Nachbarschaft, die quasi direkt nebeneinander liegt und doch so unterschiedlich ist. Ich habe die letzten Tage immer gewechselt, bin hier gewesen und da gewesen. Die Menschen aber selber kommen gar nicht zusammen. Anfangs fühlte ich sogar sowas wie Eifersucht, wenn ich bei den anderen wieder war. Das verging dann aber, weil ich mir gesagt habe, ich ziehe es durch, wie es sich für mich gut und richtig anfühlt und nicht, was ich von außen wahrnehme. Oh, ich muss doch sagen, das war eine traumhafte Zeit, diese letzten Tage hier in Villa Cachoeirinha. Ja, jetzt bin ich hier mit meinen letzten Sachen. Mein Kajak ist schon beim Boot. Das werde ich gleich noch hochtragen und mit Hilfe hoffentlich hochziehen. Und ja, mein Hammock ist aufgestellt. Das habe ich mir ausgeliehen. Habe ein paar schöne Geschenke hier noch bekommen. Außer der Jaguarkrallen. Der Harpienfeder. Noch ein Herz, welches von Herzen kommt mit einer kleinen Goldkette. Das ist der Wahnsinn. Sich so willkommen zu fühlen und wow, so viel zu empfinden, auch beim Wiedergehen. Ich will gar nicht gehen und will total gehen. Ich will gehen, um wiederzukommen. Und werde hier wohl mein Leben lang immer mal wiederkommen. Das ist ein Ort, Villa Cachoeirinha, der mein Herz gewonnen hat. Und so auch viele Menschen hier. Und ich glaube, da gibt es noch weitere Menschen in diesem Ort, die mein Herz gewinnen werden. Tja, so spielt das Leben manchmal. Aber jetzt geht's aufs Boot. 2 Tage reisen. Unter Bedingungen, die mir ehrlich nicht gefallen, aber absolut akzeptabel sind, um wieder in Caracas anzukommen, mit der guten Hoffnung, dass es wieder so gut läuft, dass ich nach Boa Vista komme, um dort wieder zu Pierre ins Casa de Francis zu gehen, einen Platz für mein Kajak zu haben, gleich am Fluss, ein paar Tage dort zu verbringen, einige wenige Besorgungen zu machen, die Großstadt genießen, in ein gutes Restaurant gehen, duschen, meine Sachen waschen und wieder aufbrechen mit ganz neuem Tempo. Wieder rauf den Rio Branco. Geil. Ja, einige Wochen in der Wildnis und dann bin ich auch schon wieder hier und werde hier nochmal einige Zeit verbringen, voraussichtlich. Meine Sprachkenntnisse, die Sprachkenntnisse im Portugiesischen weiter verbessern. Es ist enorm, welche Schritte ich hier tagtäglich mache, um dann auf den Rio Negro aufzubrechen, wenn es dann soweit ist und die Stürme und starke Regenblitze aufgehört haben, der Fluss sich wieder ein bisschen gefüllt hat und ich diese Paddeltour auch entsprechend genießen kann. So habe ich doch gut die Wochen und Monate verbracht, ohne durch diese heftige Trockenzeit zu paddeln und erlebe, was ich die ganze Zeit erleben will. Es ist so schön, so viel Zeit zu haben. Du kleiner Frosch, auf dich freue ich mich auch schon wieder. Dieser Hund ist ständig glücklich, ständig glücklich.
und passt mich jedes Mal auf. Das ist schon geil. Ach, die Tiere und Menschen. All das Leben dieser Welt. Ciao. Wow, das ist sauer rutschig.